Was gehört zu Schweden wie ein IKEA-Regal? Die Band Sabaton, Zlatan Ibrahimovic oder Knäckebrot? Richtig, ein Flugzeug aus dem Hause Saab. Willkommen in meinem kunterbunten Haus, das ich Noppenklötzchenscheune nenne. Mein Name ist Pippi Blockstar und Freunde, heute stelle ich euch aus dem Hause Kobi das Set 5915 vor, aus der Armed Forces Serie mit Saab-Lizenz, die berühmte Saab AJ37 Viggen, einer der coolsten und ikonischsten einstrahligen Jäger seiner Zeit. Endlich bei Kobi, von vielen gefordert und nun im lebensbejahenden Grau hier auf meinen Bautisch dieser Jäger im traditionellen 1 zu 48. 881 Steinchen, das sind eine Hausnummer bei einem einstrahligen Flugzeug und auch, ja, der Preis ist nicht gerade von schlechten Eltern. Ob sich das lohnt, das schauen wir uns alles gleich an, genauer hier im Review auf meinem Bautisch. Ja, Freunde, da liegt der neueste, im wahrsten Sinne des Wortes, Erguss, nämlich ABS-Erguss aus dem Hause Kobi hier auf den Bautisch. Ich habe es euch gesagt, ein neues Set aus der Armed Forces Serie mit Saab Technologies Lizenz, die legendäre Saab AJ37 Viggen. Ich freue mich ganz besonders drauf, euch heute hier Fakten für dieses Flugzeug liefern zu dürfen. 9 Jahre plus ist die Altersempfehlung und das Flugzeug kommt mit einigen Drucken daher, wie den schönen Korkaden mit den 3 Konen der schwedischen Luftwaffe. 881 Steinchen. Wir sehen hier hinten einen schönen dunklen Aufdruck. Der Flieger fliegt quasi dem Sonnenuntergang entgegen. Wir haben den neuen großen Stand von Kobi. Wir haben hier ein Originalfoto mit diesem massiven Fahrwerk. Da freue ich mich drauf, es zu bauen. Und wir sehen, dass das ganze Flugzeug 33 cm lang wird und eine Spannweite hat von 22,5 cm. Fakten und Bewaffnung, da sprechen wir nachher drüber. Und hier sehen wir auch nochmal ein paar Drucke im Cockpit. Wir wollen aber wissen, was sich klemmerscheintechnisch im Karton verbirgt und deswegen wird unsere Saab jetzt einmal fliegen. Ja, Freunde, da fliegt fast alles aus dem Bild. Was wir aber als erstes erspähen, ist dieser königliche gelbe Teiletrenner, passend für ein Flugzeug aus Schweden. Da freue ich mich besonders drauf. Ich mag die großen Teiletrenner. Wir haben 3 Bauabschnittstüten. Hier die 3, hier die 1 und die 2. Natürlich hauptsächlich grau, dunkelgrau und schwarz. Hellgrau für oben, weißgrau für unten, dunkelgrau für innen und schwarz für Räder, Spitzen und so weiter. Dann natürlich die Anleitung. 3 Bauabschnittstüten für, das kann ich euch schon mal sagen, 119 Bausteps. Nur Drucke natürlich. Und hier sehen wir sogar, dass dieses Flugzeug, es ist ja nicht mehr im aktiven Dienst, sogar aus einer Museumskooperation kommt. Flygvapenmuseum oder so ähnlich. Ich kann kein Schwedisch. Wenn ihr es besser könnt, bitte gerne in die Kommentare schreiben. Ich liebe diese Museumskooperation und hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht sogar direkt im Museum bestellt. Mache ich bei fast allen Kooperationsmodellen. Ich habe es euch gesagt, nur Drucke, keine Sticker. Wir schauen uns die Anleitung an. Ganz wichtig, liebe Freunde, für alle, die noch nie mit Kobi gebaut haben, schaut auf die Tütennummerierungen bzw. achtet auf das, was hier als erstes in der Legende auf der ersten Seite schwarz-gelb umrandet erklärt wird. Denn es gibt Steine, die ihr bei Systemherstellern zwar ähnlich kennt, bei Kobi können die aber in der Form und Funktion noch variieren. Der erste Baustep ist immer der farbige und dann wird es immer der aktuelle und der davor ist ausgegraut. Ist bei so Düsenjägern der modernen, die fast alle nur in Grautönen daherkommen, immer schwer zu erkennen. Aber wie gesagt, farbig ist immer der aktuelle Baustep. Es gibt Anlegehilfen, das heißt, wir müssen nicht immer Noppen zählen. Pfeile weisen uns den Weg. Es gibt kleine Kästchen, da wird noch mal etwas genauer erklärt und in den großen Kästchen, da sehen wir, welche Steine wir brauchen und oft dann hier mit Nummern oder ab und zu auch mit Buchstaben sehen wir dann, welcher Stein hier
genutzt wird und die Steine bei Kobi haben alle Zahlen. Fertig sind wir dann, wenn wir uns durchgearbeitet haben durch alle 3 Bautüten mit den Step 119, wenn wir nämlich diesen Stand hier arretieren, der wird mit Bolzen ja festgemacht. Ich würde euch empfehlen, genau wie in der Anleitung, erst den Flieger bauen, dann den Stand reinpacken und dann guckt ihr, wie ihr den Winkel dieses Standes haben wollt, startend, landend, wie steil ihr es haben wollt und dann fixiert ihr hier wirklich die Bolzen, damit es fest ist. Auf den letzten Seiten dann immer traditionell die Steine. Wie gesagt, die Steine haben Namen, wenn euch da einer fehlt, könnt ihr es dann hier unten auf der Kobi-Webseite monieren, falls einer fehlen sollte. Und dann haben wir das Flugzeug noch einmal in der Übersicht. Wir sehen einen Löwen, den grünen Punkt, ein EU-Zeichen, die traurige Zwiebel und noch einmal das, was ich euch gesagt habe, dass das Set eine Altersempfehlung von 9 plus hat. Ich kann euch nur empfehlen, mal hier auf dem i zu gucken oben. Da findet ihr nämlich meine Kobi-Playlist. Ich habe ja schon mal schwedische Flugzeuge gebaut und auch schon einen schwedischen Panzer. Schaut einfach mal auf diesem i, da findet ihr alle meine gebauten Kobi-Sets und alle mit tollen Fakten oder Geschichten. Wie gesagt, ihr bekommt jetzt tolle Fakten zur Saab AJ37 Viggen. Deswegen wünsche ich euch da von ganzem Herzen viel Spaß dabei und nicht ganz uneigennützig wünsche ich mir jetzt viel Spaß beim Klemmen, liebe Freunde. Speedbildzeit ist Faktenzeit und heute geht es um ein echtes Schwergewicht der schwedischen Luftverteidigung, die Saab JA37 Viggen. Die Viggen entstand mitten im Kalten Krieg und wurde speziell für die besonderen Anforderungen Schwedens entwickelt. Ein Land mit großer Fläche, langer Küstenlinie und der klaren Erwartung, sich im Ernstfall alleine verteidigen zu müssen. JA im Namen der Viggen steht für Jagd och Attack, das ist schwedisch für Jagd und Angriff. Die Basis der Viggen war ein revolutionäres Konzept. Schweden ging davon aus, dass große Luftwaffenbasen im Kriegsfall schnell zerstört würden. Deshalb musste das neue Kampfflugzeug von kurzen, provisorischen Start- und Landebahnen, darunter auch normalen Straßen, operieren können. Genau dafür wurde die Viggen ausgelegt. Bereits rund 500 Meter Startstrecke reichten aus und selbst Landungen auf sehr kurzen Distanzen waren möglich. Möglich machte das unter anderem ein leistungsstarkes Triebwerk mit Schubumkehr, etwas, was bei Jagdflugzeugen äußerst selten ist. Angetrieben wurde die Saab JA37 von dem Volvo Flugmotor RM8B, einer schwedischen Weiterentwicklung des Pratt & Whitney JT8D. Dieses Triebwerk lieferte enormen Schub und machte die Viggen zu einem der stärksten einmotorigen Kampfflugzeuge ihrer Zeit. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei über Mach 2, die Einsatzhöhe bei mehr als 15.000 Metern. Besonders beeindruckend war dabei die Beschleunigung, die für den Abfangeinsatz entscheidend war. Man darf nicht vergessen, die Entwicklung der Viggen begann schon 1952. Aerodynamisch setzte Saab auf die markanten Delta-Canyard-Konfiguration. Die Kombination von großen Delta-Flügeln und festen Vorflügeln verliehen der Viggen eine hervorragende Kurzstart- und Langsamflugeigenschaften, ohne auf Höchstgeschwindigkeit verzichten zu müssen. Diese Bauweise wurde später auch bei der Gripen weiterentwickelt und perfektioniert. Die JA37 war eine reine Jagd- und Abfangjäger-Variante der Viggen-Familie. Ihre Hauptaufgabe war der Schutz des schwedischen Luftraums vor feindlichen Bombern und Aufklärern, insbesondere über der Ostsee. Herzstück dieser Version war das PS-46A Puls-Dopplerradar, das erstmals bei einem schwedischen Kampfflugzeug echte Look-Down-Shoot-Down-Fähigkeit bot. Damit konnten Ziele auch vor dem Hintergrund des Bodens zuverlässig erkannt und dann bekämpft werden. Bewaffnet war die JA37 mit einer fest eingebauten 30 mm Maschinenkanone von Typ Oerlikon KCA, die speziell für hohe Feuerrate und Durchschlagskraft ausgelegt war. Dazu kamen moderne Luft-Luft-Lenkwaffen schwedischer Bauart, darunter die Radarlenkflugkörper der Skyflash-Familie sowie infrarot gelenkte Kurzstreckenraketen.
Für ihre Zeit war die Viggen damit hervorragend ausgerüstet und bewaffnet. Auch das Cockpit der JA-37 spiegelte den hohen technischen Anspruch wider. Zwar noch nicht vollständig digital wie bei späteren Mustern, aber bereits stark auf dem Abfangauftrag optimiert. Der Pilot wurde durch klare Anzeigen, ein Head-Up-Display und eine enge Verzahnung von Radar, Waffensystem und Feuerleitrechner unterstützt. Ziel war es, feindliche Flugzeuge schnell zu erfassen, abzufangen und wieder zu landen, oft unter den typischen schwierigen skandinavischen Wetterbedingungen. Ein weiterer zentraler Bestandteil des Wegensystems war die Einbindung in das schwedische STAIL-Luftverteidigungsnetzwerk. Die JA-37 konnte Daten von Bodenradarstationen empfangen und wurde teilweise direkt von Boden aus geführt. Das machte sie zu einem integralen Bestandteil eines hochmodernen, vernetzten Verteidigungssystems, lange bevor Netzwerkzentrierung zu einem heute modernen Modewort wurden. Man darf nicht vergessen, Schweden ist ja erst seit den 2024ern Teil der NATO. Zwischen Ende der 70er und den 90er Jahren bildete die JA-37 Viggen das Rückgrat der schwedischen Luftverteidigung. Erst mit der Einführung der JAS-39 Gripen wurde sie schrittweise aus dem aktiven Dienst genommen. Trotzdem bleibt die Viggen, und ihr habt es gerade mitgehört, bis heute ein Symbol für die unabhängige europäische Luftfahrtentwicklung, kompromisslose Anpassung an nationale Bedürfnisse und beeindruckende schwedische Ingenieurskunst. Kurz gesagt, die JA-37 Viggen war kein Exported und auch kein Multirole-Alleskönner, sondern ein hochspezialisierter Abfangjäger, gebaut für einen ganz konkreten Zweck. Und genau darin lag ihre Stärke. Insgesamt wurden ca. 229 Einheiten vom schwedischen Donnerkeil, denn das bedeutet Viggen, gebaut. Nach 2 Stunden und genau 5 Minuten Bauzeit steht sie da. Unsere Saab AJ37 Viggen, das Cobiset 5915 aus der Armed Forces Serie in der Saab-Lizenz in Museumskooperation mit dem Flickwappen-Museum. Wie gesagt, bitte, bitte, liebe schwedisch sprechenden Menschen, verklagt mich nicht. Eingeräumt dachte ich mir, passt dieses Flugzeug zu ihrer dann ja jüngeren Schwester, beziehungsweise beide Versionen von Kobi, nämlich die Saab JAS 39 Gripen in der C- und E-Version. Links haben wir die C-Version, das Cobiset 5828, und rechts die 5820 in der E-Version. Beide hier auf meinem Kanal schon mal vorgestellt. Und was gehört zu Schweden? Wie, ich habe es euch gesagt, Knäckebrot, die Band Sabaton in Kobi-Form gegossen. Dort habe ich sie einmal hingestellt. Legendäre Kobi-Sets mit dem Thema Sabaton gibt es ja. Werde ich euch irgendwann einmal vorstellen, denn lustigerweise besitze ich kein einziges dieser Sets außer die Minifiguren. Die Sabaton-Sets gehören alle meiner Partnerin, der Klemmbaustein Lady. Grüße gehen raus. Die ist riesen Sabaton-Fan und die hat alle diese Kobi-Sets. Naja, aber wir wollen ja nicht über Schweden allgemein sprechen, sondern über unsere Saab AJ37 Viggen. Ich habe sie mal hier von ihrem Stand runtergepackt. Schauen wir uns gleich noch an, denn ich fand jetzt hier, wie in den Fakten erzählt, dass so ein bisschen grauer Beton oder Autobahnboden ganz gut zu ihr passt. Wir schauen sie uns gleich an. Wir müssen aber über einiges reden. Natürlich, wie immer, ich habe es euch schon vorhin gesagt, ich bin Fan des Teiletrenners. Den zeige ich euch, der ist einfach super, für mich wirklich ein Masterpiece. Das Schweizer Taschenmesser aus Polen im Umfeld von Klemmbaustein. Also der beste Brick Separator der Welt, möchte ich mal behaupten. Dann Steine haben wir über, eine ganze Menge, und zwar einmal Fliesen, 3 Stück, nämlich die 2x2er und die 1x2er Fliese, um das Flugzeug von unten ganz clean zu machen. Kommen wir gleich zu. Ich baue es jetzt euch nicht um, denn ich lasse sie auf das Fahrwerk, denn ich finde das Fahrwerk einfach klasse. Es ist schön massiv. Generell ist dieses ganze Flugzeug massiv. Und dann haben wir eine ganze Menge Bügelperlen über und Bolzen. Und das ist das Stichwort, denn ein paar Bolzen brauchen wir für den Stand natürlich noch, falls wir den fest arretieren wollen. Sprechen wir gleich noch drüber. Und dann ist das Thema Bügelperlen und Bolzen so ein Thema. Wir haben hier 881 Steinchen. Und wenn man mal sich die Teile
Liste hinten anguckt und deswegen auch diese massive Teilezahl. Wir finden hier über 200 kleine Bügelperlen oder Bolzen. Also deswegen hat dieses Flugzeug so viele Teile und deswegen dauert der Bau auch ein bisschen. Ich glaube, das Speedbild war für einige sehr langweilig, denn es wird ja nur gebügelperlt, möchte ich mal behaupten. Denn ihr seht hier in dem Bau Upstep hier 49 Bügelperlen, Bügelperlen, Bügelperlen. Und von unten haben wir auch, wenn wir das Flügel bauen, das ist in der ersten Tüte, Delta-Flügel, auch fast nur Bügelperlen. Hier seht ihr es. Wahnsinn. Also hier der Baustep 33. Da verbauen wir mal eben gerade schlanke 142 Bügelperlen. Sonst bei der Anleitung gibt es nichts zu meckern. Man baut schön weg, sogar eigentlich ganz cool. Die erste Tüte hat relativ wenig Bausteps. Wir bauen dann den Delta-Flügel. Dann kommen wir in den Mittelteil Tüte 2 mit dem Rumpf. Hier sieht es auch richtig krass aus, wie so ein Raumschiff die ganze Zeit. Und dann bauen wir zum Schluss das Fahrwerk in der Tüte 3 und die Bewaffnung und den Rest des Cockpits. Also wirklich eine schöne Anleitung, lässt sich gut wegbauen, wegklemmen, hat Spaß gemacht, außer das ganze Bügelperlengebaue. Dann nehmen wir mal hier unsere Wiggin von meinem kleinen Display. Ich wollte euch ja nur verdeutlichen, wie das aussehen kann, so ein Jet auf einer improvisierten Startbahn im Kalten Krieg. Generell finde ich ihn sehr massiv. Er ist schön buckelig, bulkig, möchte ich mal behaupten, im Vergleich zu seinen sehr schlanken Schwestern. Trotzdem ein richtig geiler Jet. Es gibt ein paar Abstriche und ihr seht es vielleicht hier schon, ich wische hier rüber, denn dieser Kanzel habe ich so Macken. Seht ihr das hier oben? Das sind so, ja, kleine Kratzer im Lack, denn wir haben ja hier ein Transclear-Teil, was hier oben lackiert wurde. Das sieht man, also hier ist das Grau ein Tucken anders. Da bin ich jetzt nicht so ganz fundamental wie manch andere, die hier so Reviews machen, aber blöd ist halt, wenn man hier so Macken drin hat. Das gefällt mir nicht, gerade bei dem Preis. Sonst bin ich hin und weg von diesen wirklich sehr massiven, daherkommenden Schwedenstahl kann man ja nicht sagen, weil dann würde es nicht fliegen. Monster, schaut es euch mal an. Richtig brutal. Die Vorflügel hier, gut, hat hier Noppen, ja, okay, c'est la vie. Die abgerundeten einmal 1er Fliesen, dann diese Dreiecks, ja, halbe Pyramidensteine, die einmal 1er, die Kubi seit neuerem Jahr im Programm hat, finde ich richtig gut. Dann die kleinen Drucke überall und richtig geil ist auch hier am Triebwerk hinten diese Metallic-Teile. Das wirkt halt bei so einem Grau in Grau Flugzeug richtig gut. Dann natürlich die Hoheitsabzeichen. Ups, jetzt bin ich sogar gegen die Kamera gekommen vor Begeisterung. Hier oben das Positionslicht und dann natürlich von unten, wenn ihr mal schaut, wir haben hier fast alles, was geht, clean. Wir haben sogar alles, was geht, clean. Wenn wir mal hier an die Flaps denken, die hätte man natürlich wird auch noch cleaner machen können, aber sonst haben wir alles zugemacht und das wissen wir auch, wo sind die ganzen Bügelperlen geblieben. Hier das Fahrwerk, ich habe es euch gesagt, ich finde es massiv, auch schön gebaut mit Röhrenkonstruktionen hier, da und ja, die Steine für das Fahrwerk können wir einfach rausnehmen und dann halt diese Fliesen, die wir noch über haben, reinbauen und dann wäre das Flugzeug halt ganz clean. Ich versuche es mal hier rauszuwackeln, so und dann kommt hier die 2x2er Fliese hin. Und schaut euch mal an, wie massiv hier auch die Seezielflugkörper gebaut sind. Auch richtig krass. Viele, viele Steine für diese Marschflugkörper, die Seeziele bekämpfen können. Absoluter Wahnsinn. Und jetzt habe ich hier einen Baurichtungsumkehrstein lose gemacht. Den wollen wir natürlich gleich reindrücken. So. Und hier würde dann die Fliese reinkommen, die über ist. Da, zack, und schon wäre das Flugzeug clean. Und die 1x2er natürlich hier vorne am Fahrwerk an der Spitze. Aber ich wollte es euch zeigen, hier mit so einer schönen Röhrenkonstruktion gemacht. Massives Fahrwerk, das gefällt mir. Sieht fast so aus wie von der Concorde, nur in klein. Und dann hier noch die Zusatztank, gehe ich mal von aus, ist das oder Elocar. Eine Bombe wird es wahrscheinlich nicht sein, aber ich denke mal einfach Zusatztank, Range Extender quasi. Und ja, wie gesagt, dieser massive Marschflugkörper hier, richtig Hammer. Also selten sowas bei Kubi gebaut. Eigentlich bis dahin noch nie so in der Größe, vor allen Dingen auch kleinteilig. Wirkt schon wie aus einer anderen Epoche, aber ich bin Fan. Es wirkt ein bisschen schwerer auch.
Wir haben auch hier Drucke hier unten, sodass sich Kobi auch nicht so schade, auf einem Bracket mal was zu drucken. Also selten wirklich einen modernen Jet aus der Armed Forces Serie gesehen von Kobi, der so massiv zugebaut ist. Und auch hinten hier so ein bisschen das Austriebsrohr oder Ausstoßrohr des Antriebs. Hier hinten noch mit einer 2x2er Rounded Teil versehen. Das hat Kobi auch nicht immer gemacht, sondern einfach nur schwarze Steine. Also da sieht man auch, da ist mehr Lust, ja, zum Detail gekommen. Und einfach geil, diese Höcker auch hier. Dieses Bullige, diese versuchten Rundungen hinzubekommen mit den Abstufungen hier. Also ich bin hin und weg dieses Saabs, dieser Wiggen aus dem Hause Kobi und kann es kaum erwarten, das nächste Modell aus der Serie zu klemmen, das hier etwas farbiger daher kommt. Und natürlich haben wir noch einen Stand, den hole ich euch auch mal ran. Den kennen wir mittlerweile ja schon ganz gut. Trotzdem hat er auch, finde ich, bis heute seine Schwächen, nämlich dieses Plastik wirkt für mich immer ein Tucken anders als normale Kubisteine. Es hat immer sehr viele Macken, finde ich, und Kratzer. Trotzdem sind diese Stands massiv und schon eine, ja, Erweiterung im Vergleich zu den alten Kubi-Stands, die wir hier bei den Grippen haben. Das Reinstecken in die Löcher ist relativ schwer. Da muss man richtig Kraft aufwenden, damit es passt. Ich habe natürlich jetzt noch nicht, ihr seht, wie ich hier wackele und es ist noch nicht mal tief drin. Ich habe sie aber auch noch nicht arretiert, weil ich noch nicht genau weiß, in welcher Position ich dann die Wiggen haben möchte. Und weil ich hier so drücke, fallen mir natürlich Sachen ab. Das liegt aber nicht am Modell, das liegt an der Konstruktion. Hier sehen wir die Bügelperlen für diese Vorflügel. Die sind natürlich nur von unten so gekontert mit den Teils. Aber hier, Freunde, schaut euch das an. Richtig krass hier startend. Unser schwedischer Donnerkeil. Arretieren tut man es dann ja, das zeige ich immer wieder gerne, mit diesem eigentlich Antennenteil von Kobi oder Rohrteil. Es wurde auch schon für Kanonen benutzt, in der wir hier so einen kleinen Kobi-Dollar reinpacken und dann können wir, dann nehmen wir noch einen schwarzen Bolzen hier raus. Der wird hier drauf gepackt und dann können wir in die Löcher hier von unserem Stand dort diese Bolzen nehmen und dann ist der Stand quasi arretiert in der Stelle. Das mache ich jetzt noch hier fertig, denn ich finde, ich lasse ihn so starten, weil das passt ganz gut zu seinen Schwestermodellen und jetzt hole ich sie trotzdem noch mal näher ran, damit man einfach mal ein bisschen vergleichen kann, wie schlank doch die Gripen ist im Vergleich zum Wiggen. Aber wir haben ja hier auch ein paar Jahre Unterschied. Wie gesagt, die Entwicklung, das habt ihr gerade gehört, ging ja schon in den 50er Jahren los. Auf jeden Fall das Konzept. Und ja, jetzt wo ich das Flugzeug so stehen sehe, möchte ich euch natürlich noch mal das Cockpit zeigen. Da ist leider wie immer in der 1:48er Serie nur so ein kleines Pilotenmanschgal drin. Ja, deswegen schreibe ich immer in den Infokarten eine halbe Figur, aber schön bedruckt, die Rückseite nicht. Aber dafür haben wir ein, vielleicht kann man es sehen, da schön bedrucktes Cockpit-Teil drin. Und hier hinten auch noch meine Aufnahme für den Sauerstoffschlauch. Und somit können wir die Figur hier da so rein, da reinstecken und hier rein arretieren. So, zack. Und dann kommt natürlich hier die Cockpithaube da drauf. Zack. Die wir auch hier vorne noch, deswegen ist das Loch hier drin, so arretieren können. Und fertig. Ich bin trotzdem Fan der Kobi Minifigur, ja immer mehr geworden und würde mir wünschen, halt auch bei den 1:48er Jets vielleicht noch eine Minifigur hier unten hinzustellen. Das würde mich freuen. Ja, mich hat der Bau gefreut, mich hat dieses Flugzeug gefreut. Wie gesagt, da kommt ja noch eines, da freue ich mich auch noch mal richtig drauf. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Seit neuestem kann man ja sogar auf die Kommentare mit Sprachnachrichten antworten und jeder, der mich kennt und meinen Kanal kennt, weiß, dass ich auf jeden Kommentar antworte, es sei denn, er wird beleidigend und deswegen freue ich mich da einfach von euch zu lesen und ihr vielleicht mich zu hören. Jetzt bekommt ihr wie immer auch an dieser Stelle dann Detailbilder und dann schauen wir uns zum Abschluss in die Augen, liebe Freunde. An dieser Stelle eine kleine Danksagung an alle Kanalmitglieder, die mir helfen,
diesem Kanal algorithmustechnisch zu pushen und auch den Kanal auf eine breitere finanzielle Basis stellen. Vielen lieben Dank für jeden einzelnen von euch, aber auch ein generelles Danke an jeden Kommentarschreiber, an jeden, der die Videos guckt, an jeden, der einen Daumen hoch gibt, an jeden, der ein Video liked. Vielen lieben Dank an die gesamte Blockstar-Community. Ihr seid die Geilsten. Ja, Freunde, wie gerade erwähnt, bekommt ihr Detailbilder, aber das nicht ohne noch ein paar Fakten mitgeliefert zu bekommen. Lasst uns sprechen über Saab. Saab, ausgeschrieben Svenska Aeroplan Aktiebolaget, wurde im Jahr 1937 in Schweden gegründet, ursprünglich als reiner Flugzeughersteller. Ziel war es, die schwedische Luftwaffe unabhängig von ausländischen Lieferanten zu machen. Schon früh entwickelte sich Saab zu einem der innovativsten Luftfahrtunternehmen des nördlichen Europas. Besonders bekannt wurde Saab durch seine Kampfflugzeuge, die konsequent auf die Bedürfnisse eines kleinen, neutralen Landes ausgelegt waren. Leistungsfähig, wartungsarm und für den Einsatz von kurzen Start- und Landebahnen geeignet. Flugzeuge wie die Saab Draken, die Viggen und später die JS 39 Gripen stehen exemplarisch für diesen Ansatz. Sie kombinieren moderne Avionik, hohe Wendigkeit und vergleichsweise niedrige Betriebskosten. Deswegen waren diese Maschinen auch für viele Länder im Ausland außerhalb von Schweden interessant. Neben der Militärluftfahrt war Saab teilweise auch im Automobilbau aktiv. Die Pkw-Sparte, bekannt für unkonventionelle Designs und Sicherheitsinnovationen, wurde jedoch später ausgegliedert. Wer erinnert sich nicht an die ikonischen Saab Cabrios? Heute ist es nicht mehr Teil des Konzerns. Heute ist Saab ein global agierender Rüstungs- und Technologiekonzern. Das Unternehmen entwickelt neben Kampfflugzeugen auch Radarsysteme, U-Boote, Lenkwaffen und elektronische Verteidigungslösungen. Trotz seiner überschaubaren Größe gilt Saab als technologisch äußerst fortschrittlich, typisch schwedisch, pragmatisch, effizient und innovativ. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als dass Sabaton wieder einen neuen Song veröffentlicht hat. Irgendwie gefühlt kommt ja jeden Monat ein neuer Song von Sabaton, Schwedens Exportgut Nummer 1, was ich per se aber nicht schlecht finde. Ich habe es euch erzählt, es gibt ja auch eine schöne Geschichte mit Kobi und Sabaton. Demnächst mal irgendwann hier mehr auf meinem Kanal. Wir wollen aber sprechen über die Gustav 22, denn so heißt die Maschine. Das war ihr Rufzeichen, Seriennummer 37022, und die Lackierung hier ist eine von 1973 anlässlich eines Besuches in Deutschland. Deswegen finde ich es auch ganz cool, dass ich als deutscher YouTuber hier diese schwedische Maschine euch vorstellen darf. Vorstellen möchte ich euch auch, und das finde ich ziemlich cool, dieses T-Shirt, was wohl auch schwedischer Tarn ist. Ich finde das cool mit dem Blau und diesem Gelb-Grün. Könnt ihr ja mal gerne schauen, habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und das ist auch vielleicht das Letzte, was ich euch in diesem Video mitgeben möchte. Ich habe es gerade schon einmal gesagt. Haut fleißig in die Kommentare, weil ich kann euch jetzt per Sprachnachricht antworten. So kann ich noch mehr mit euch quatschen und wir können uns austauschen über dieses coole Flugzeug. Ich finde es richtig, richtig geil. Paar Abzüge mit den Macken hier in der Farbe und am Stand und vielleicht vom Preis und vom elendigen Bügelperlen auf Bügelperlen oder Aufnoppen, wie auch immer man das sagt. Trotzdem sonst ein nicer Vogel, ein schöner schwedischer Donnerkeil. Also schreibt es mir in die Kommentare, Daumen hoch, und wenn ihr ganz schnell auf den Daumen drückt, dann gibt es einen Hype, was diesem Flugzeug, finde ich, gerecht kommen würde. Ja, das war es auch wie immer, die letzten Worte, die jeder YouTuber bringen muss, denn sonst ist der Algorithmus gemein. Dafür habe ich ja euch, denn ihr seid alles andere als gemein. Auf Wiederbauen und guten Flug, euer Freund, der Knäckebrot liebende Blockstar.